diesem Video zeigen wir dir, wie du einen Report-Job erstellst und somit Berichte automatisch generieren kannst. Klicke im Menü oben rechts auf Dokumente, damit du in die Dokumentenverwaltung gelangst. Hier kannst du nun auf der linken Seite eine Ordnerstruktur anlegen. Wir empfehlen dir, mindestens einen Ordner für Vorlagen und einen für ausgeführte Reports zu erstellen. Falls noch nicht vorhanden, musst du dir als nächstes einen Bericht als Vorlage kreieren. Wie man einen Bericht aufsetzt, erfährst du im Video Energy Report erstellen. Lade deine gewünschte Vorlage im Ordner Vorlagen hoch. Hinweis, um Fehler zu vermeiden: Verwende nur Berichte, welche du zuvor lokal getestet hast und die funktioniert haben. Um einen Report-Job zu erstellen, wählst du die hochgeladene Vorlage aus und klickst rechts auf Report-Jobs konfigurieren. Im geöffneten Fenster klickst du danach auf Hinzufügen. Vergib dem Report-Job einen sinnvollen Namen. Wähle als nächstes aus, wann dein Bericht jeweils erstellt werden soll. Es gibt vordefinierte Zeitpläne oder du kannst einen benutzerdefinierten erstellen. Wenn du benutzerdefiniert wählst, wird der Ausführungszeitpunkt mittels Cron-Konfiguration eingetragen. Infos und Hilfestellungen zur Cron-Konfiguration sind in der Videobeschreibung verlinkt. In unserem Beispiel wählen wir einen monatlichen Zeitplan. Sobald ein Zeitplan gewählt wurde, plant der Reporting-Dienst der Avalon Cloud die Ausführung. Dies kann einige Minuten dauern. Beachte, dass der ausgewählte Zeitplan den frühestmöglichen Erstellungszeitpunkt des Berichts festlegt. Berichte werden vom System mit einer zufälligen Verzögerung geplant, um eine Überlastung des Reporting-Dienstes zu vermeiden. Daher werden Berichte meistens zu einem etwas späteren Zeitpunkt ausgeführt als angegeben. Auf den Inhalt des Berichts wirkt sich dies aber nicht aus, da das Zeitintervall des Widgets, welches abgebildet wird, ausschlaggebend ist. Als nächstes wählst du das gewünschte Ausgabeformat aus. Weiter bestimmst du, wo der Bericht abgespeichert werden soll, am besten nicht im gleichen Ordner wie die Vorlage. Sollen Benutzer den Bericht per E-Mail erhalten, dann kannst du diese hier auswählen. Wenn du fertig bist, kannst du das Fenster schließen, die Änderungen sind automatisch gespeichert. Zum geplanten Ausführungszeitpunkt wird dein Bericht im gewählten Ordner abgelegt werden.